Hallöchen ihr Lieben und willkommen zu dieser hübschen Häkeljacke oder auch Cardigan. Diese Anleitung werde ich wie beim letzten Mal ganz simpel halten. Hier würde ich sogar sagen, es ist ein 1, 2, 3 Cardigan. Und warum? Wir werden einen T häkeln. Der erste Part wird aus einer gesamten Fläche bestehen, die die Ärmelspannweite inbegriffen hat, die gesamte Höhe der Ärmel drin hat und noch ein Teil des Rückens dadurch darstellt. Und das wird dann Part 1. Hierfür brauchen wir einmal die Ärmelspannweite. Da könnt ihr einen gut sitzenden Pullover nehmen und einfach mal die Spannweite ausmessen. Oder ihr nehmt direkt eine schöne, gut passende Jacke. In meinem Fall sind dies 135 cm. Also einmal Arme ausstrecken und die gesamte Ärmelspannweite ausmessen. Als nächstes benötigen wir die Ärmelhöhe. Diese Jacke soll diesmal etwas lockerer sitzen und auch nicht nur als Sommerjacke, sondern auch als Übergangsjacke im Herbst sein. Und dafür brauche ich natürlich etwas weitere Ärmel, um auch mal ein Longshirt oder einen dünnen Pullover noch drunter ziehen zu können. Hier nehme ich eine Ärmelhöhe von 20 cm. Für Part 1 benötige ich diese allerdings mal 2. Ihr müsst euch die Ärmel nämlich anfänglich aufgeklappt vorstellen. Also wird die Fläche, die wir dann runterhäkeln, für die Ärmel in meinem Fall 40 cm betragen. Und das ist der erste Part, den wir gleich häkeln werden. Ärmelspannweite mal Ärmelhöhe, aber doppelt genommen. Nun kommen wir zum zweiten Part. Und dieser wird daraus bestehen, den Hauptkörper runter zu häkeln. Und hierfür nehmen wir folgende Maße. Ihr nehmt euren Brustumfang oder wenn ihr sagt, euer Hüftumfang ist breiter, dann selbstverständlich den Hüftumfang bei Größe M, also Größe 38, bin ich immer etwa bei 100 cm. Diese teile ich durch 2 und komme somit auf 50. Auf diese 50 rechne ich nochmal 10 cm mehr drauf, damit das Ganze auch später schön locker sitzt, und komme somit auf 60 cm. Also Brust- oder Hüftumfang geteilt durch 2 und das Ergebnis nochmal, egal für was für eine Größe ihr häkelt, plus 10 cm mehr. Und das ergibt dann diese Breite hier. Nachdem wir dann Part 1 haben, klappen wir diesen in der Mitte zusammen, ermitteln die Mitte und markieren uns dann in meinem Fall die 60 cm von der Mitte aus, 30 nach links, 30 nach rechts. Also das Ganze hier wird dann bei mir 60 cm haben. Danach brauchen wir von unterm Ärmel herab gemessen noch die Maße, wie lang die Jacke werden soll. Hier allerdings vorsichtig, die Wolle hängt sich auf jeden Fall noch aus, mal mehr, mal weniger. Es kommt darauf an, ob ihr fest oder locker häkelt, mit was für Muster ihr häkelt und so weiter und so fort. Also auch hier nicht übertreiben, sondern schon davon ausgehen, dass es noch 5 bis 10 cm länger werden kann, schätzungsweise. Daher nehme ich hier eine Gesamtlänge von 40 cm. So. Also wird der zweite Teil 60 breit und 40 lang werden. Und insgesamt habe ich dann eine Fläche von hier unten bis hier oben von 80. Das wird allerdings im späteren Verlauf zusammengeklappt, denn wir wollen ja auch Ärmel haben. Und dadurch verkürzt sich das dann alles um 20 cm. Und ich habe dadurch am Ende nur noch eine Fläche von 60. So, nachdem wir unsere Ärmelspannweite haben
unsere Ärmelhöhe mal 2 genommen haben, haben wir den ersten Part und wissen, aha, in meinem Fall 135 mal 40 und das ist schon eine beachtliche Fläche. Hier ist der Vorteil, dass wir schon einen Großteil des Rückens mit dabei haben. Danach kommt Part 2. Brustumfang oder Hüftumfang nehmen, geteilt durch 2 und das Ergebnis, egal für welche Größe, nochmal 10 cm mehr drauf rechnen. In meinem Fall sind es 60. Also brauchen wir für Part 2 60 cm. Danach unterm Ärmel herabmessen, wie lang ungefähr die Jacke werden soll und das ergibt dann die Länge. Also wird Part 2 60 mal 40 cm. So, und Part 3 zum Schluss müsst ihr euch so vorstellen, dass wir Part 1 zusammenklappen und die Ärmel schließen. Ab dem Punkt können wir die Ärmel dann auch benutzen, einmal reinschlüpfen und schauen, wie weit das Ganze soweit sitzt. Danach kommt Part 3 und dieser bewegt sich dann einmal komplett um die Jacke rum. Nur, dass wir hier unten das freilassen. Wir werden danach nur noch von hier unten einmal komplett den Kragen herum bis auf die andere Seite unten häkeln und dann das Ganze wieder zurück und das hin und her, bis der Kragen für uns perfekt passt oder aber die Jacke sogar perfekt schließbar ist. Hier kommt es auch darauf an, ob ihr sie überhaupt schließen wollt oder ob ihr einfach nur so eine Wohlfühl-Überziehjacke haben möchtet. Und das war es dann auch schon. Ihr braucht nicht mehr wie Brust- oder Hüftumfang, die Ärmelhöhe mal 2 und die Gesamtlänge eurer Jacke. Dann habt ihr für Part 1 und 2 die Maße und Part 3 ergibt sich eh nur aus Hin- und Herhäkeln. Und wir beginnen nun damit, eine Luftmaschenkette anzuschlagen auf eure Nadel und mit eurer auserwählten Wolle, die so lang ist wie eure errechnete Ärmelspannweite. Dann zählt ihr einmal die Luftmaschenkette durch und die Maschenanzahl sollte teilbar durch 4 plus eine Masche mehr sein, denn da kommt das Endstäbchen hinein. Das Ganze werde ich dann mit einer 4er Nadel und einem 4-fädigen Farbverlaufsbobbel häkeln, plus einem unifarbenen, der die Endfarbe des Farbverlaufsbobbels entspricht. Aber wie viel ich davon verbrauche, das seht ihr am Ende dann unten in der Infobox. Und dann kommen wir nun zum Muster, also an die Nadeln und los geht's. Ich beginne also jetzt eine Luftmaschenkette anzuschlagen auf meine errechnete Maße, in meinem Fall 1,35 m in etwa. Das sind bei mir 228 Luftmaschen. Und wenn wir diese dann haben, kommen wir zum Muster. Nachdem ihr eine Luftmaschenkette angeschlagen habt, für euer Projekt durchgezählt, teilbar durch 4 plus eine mehr fürs Endstäbchen, kommen wir nun zum Muster. Für das Muster legen wir den Daumen auf die letzte Masche und häkeln, um auf ein Stäbchen zu kommen, nochmal zusätzlich 3 Steigeluftmaschen. Danach machen wir einen Umschlag und lassen nun 3 Maschen frei für das Stäbchen. Dann lassen wir die erste Masche frei, die wir mit unserem Daumen markiert haben. Das sind 4 Luftmaschen und gehen in die 5. Abnadel und häkeln dort ein Stäbchen hinein. Danach in die nächste und übernächste Masche auch nochmal ein Stäbchen, sodass wir 3 Stäbchen hintereinander haben. Sobald wir das haben, machen wir 2 Umschläge und gehen nun in die erste freigelassene Masche zurück. Bei Luftmaschen ist es etwas kniffliger. Dann nehme ich mir mit dem Nadelkopf, mit dem Haken selber die Masche auf. Und nun brauchen wir ein Doppelstäbchen. Das heißt, wir holen den Faden durch 2 Schlaufen, nochmal durch 2 Schlaufen und nochmal durch 2 Schlaufen. Also 3-mal durch 2 Schlaufen. Nun haben wir 3 Stäbchen und ein Doppelstäbchen einmal darüber gehäkelt. Umschlag, die nächste freie Masche freilassen,
und ab der zweiten 3 Stäbchen häkeln. Danach wieder 2 Umschläge und mit der Nadelspitze in die freigelassene erste Masche zurück, einstechen, Faden holen und nun wieder 3-mal durch 2 Schlaufen, um ein Doppelstäbchen zu häkeln. Umschlag, nächste Masche freilassen und in die nächsten 3 wieder jeweils ein Stäbchen häkeln, so dass wir 3 Stäbchen hintereinander haben. 2 Umschläge mit der Nadelspitze in die erste freigelassene Masche einstechen, durch 2, durch 2 und durch 2. So sollte es dann aussehen. Und nun so die ganze Reihe. Und am Ende der Reihe müsstet ihr so auskommen, dass ihr noch eine Masche frei habt und dort häkeln wir dann ein normales Endstäbchen hinein. Das war Reihe 1. Bei Reihe 2 bleiben wir bei diesem Muster. Allerdings wollen wir ja jetzt alles auf eine Seite haben. Dies ist ein einseitiges Muster. Ihr könntet jetzt auch die Richtung wechseln, auf der anderen Seite genauso häkeln, würde auch gut aussehen. Dann allerdings bekommt ihr nicht die Optik, die ihr am Anfang auf dem Bild gesehen habt, sondern eher Streifen. Für Reihe 2 wenden wir das Ganze und nun müssen wir diese Seite auch auf diese Seite bringen. Und das machen wir, indem wir einen Umschlag machen und nun erstmal die erste auslassen, in die zweite, dritte und vierte jeweils ein Stäbchen häkeln, also jeweils ein Stäbchen über jedes der Stäbchen. Und um nun das doppelte Reliefstäbchen vor diese Stäbchen zu kriegen, wende ich, mache 2 Umschläge und gehe von vorne in die erste freigelassene Masche hinein. Das lässt sich auch diesmal leichter einstechen. Hole den Faden durch 2 und durch 2 und wende auch dann wieder so zurück, wie ich hingewendet habe. Sonst verdreht ihr die Masche und könnt dann in der nächsten Reihe nicht mehr darauf zurückgreifen. Umschlag, nächste Masche freilassen und über die nächsten 3 Stäbchen jeweils ein Stäbchen häkeln. Wenden, 2 Umschläge in die freigelassene Masche zurück, von hinten nach vorne einstechen und ein Doppelstäbchen abhäkeln. Und so wie wir uns auf die Seite hingewendet haben, wenden wir uns auch wieder zurück, damit die Masche nicht verdreht. Umschlag, über die nächsten 3 Stäbchen wieder jeweils ein Stäbchen. Wenden, 2 Umschläge in die erste Masche einstechen, von hinten nach vorne durch und ein Doppelstäbchen abhäkeln und so wie wir uns hingedreht haben auch wieder zurückdrehen, damit die Masche nicht verdreht. Und dann haben wir die eine Seite so und die andere Seite so. Und hier sieht man dann halt auch schön dieses Zickzack.
Und so nun bis zum Ende. Erste wieder freilassen und über die nächsten 3 erst einmal wieder jeweils ein Stäbchen. Wenden, Umschlag in die Masche zurück, ein Doppelstäbchen, wieder zurückwenden und weiter. Und am Ende der Reihe die letzten 3 normalen Stäbchen behäkeln, wenden, 2 Umschläge, in die freigelassene zurück ein Doppelstäbchen, zurückwenden, Umschlag und in die Steigeluftmaschen der Vorreihe in der 3. Masche von unten angezählt mit einem Stäbchen die Reihe beenden. Das war Reihe 2. Kommen wir zur Reihe 3. Wir machen 3 Steigeluftmaschen. Reihe 3 ist nun wieder Reihe 1. Wir machen einen Umschlag, lassen die erste Masche frei, denn das ist ja das doppelte Reliefstäbchen, und häkeln über die zweite, die dritte und die 4. Masche jeweils ein Stäbchen, so dass wir auch hier wieder die Stäbchen über die Stäbchen haben. 2 Umschläge in die erste Masche zurück, von hinten nach vorne durchstechen und ein doppeltes Reliefstäbchen abhäkeln. Umschlag, nächste Masche freilassen, über die nächsten 3 Stäbchen jeweils ein Stäbchen. Zwei Umschläge in die erste Masche zurück, komplett einstechen und ein Doppelstäbchen häkeln. Und nun bildet sich das Zickzack wieder in die andere Richtung. Noch ein drittes Mal, erste Masche freilassen, über die nächsten 3 Stäbchen, jeweils ein Stäbchen, 2 Umschläge in die erste Masche zurück, ein Doppelstäbchen und so nun die ganze Reihe. Und am Ende der Reihe über die letzten 3 Stäbchen ein Stäbchen häkeln, ein Doppelstäbchen oder ein doppeltes Reliefstäbchen davor und mit einem Stäbchen in den Steigeluftmaschen der Vorreihe in der 3. Masche von unten angezählt mit einem Stäbchen die Reihe beenden. Und dann sieht es bereits schon so aus. Häkeln wir noch Reihe 4 zusammen. Reihe 4 ist Reihe 2. Wir machen 3 Steigeluftmaschen, wenden, machen einen Umschlag und lassen die erste Masche frei. Hier können wir jetzt wieder schön auf die Stäbchen auch gucken und häkeln über jedes Stäbchen erst einmal ein Stäbchen. Dann wenden wir, machen 2 Umschläge, gehen in die erste Masche zurück und häkeln unser doppeltes Reliefstäbchen. Dann wenden wir wieder zurück, so wie wir uns hingewendet haben, machen einen Umschlag, lassen die erste Masche wieder aus und häkeln über jedes Stäbchen der 3 Stäbchen ein Stäbchen.
Danach wieder wenden, 2 Umschläge in die ausgelassene Masche komplett einstechen, ein Doppelstäbchen häkeln und wieder zurückwenden. Ein Umschlag, über die nächsten 3 Stäbchen ein Stäbchen, wenden, 2 Umschläge in die freigelassene Masche komplett einstechen und ein doppeltes Reliefstäbchen häkeln. Wieder zurückwenden, wie wir uns hingewendet haben, damit sich die Masche nicht verdreht, und so nun die restliche Reihe. Und am Ende der Reihe, nachdem wir die letzte Gruppe gehäkelt haben, machen wir einen Umschlag und stechen in die dritte Steigeluftmasche der Vorreihe von unten angezählt ein und häkeln ein Endstäbchen. Das war Reihe 4 und wie ihr seht, ein wunderschönes und einfaches Muster. Und auf Masse sieht dies einfach nur genial aus. Zurück, ihr Lieben, nach 24 Reihen sind die Ärmel und somit auch ein Teil des Rückens schon soweit fertig. Als nächstes kommt der untere Teil, der Hauptkörper. Dazu hatten wir ja den Brustumfang geteilt durch 2 genommen und plus 10 cm mehr drauf gerechnet. Bei mir waren es 60 cm. Nun nehmt ihr diese Fläche, klappt diese zusammen und markiert euch die Mitte. Wie gerade erwähnt, waren es bei mir ja 60 cm. Somit kann ich von der Mitte aus 30 nach links gehen, 30 nach rechts gehen und habe meine 60 cm perfekt in die Mitte gesetzt. Danach gehe ich eine Masche vorher und fixiere mir mein Stäbchen, mache mit 3 Steigeluftmaschen, lasse wieder die erste Masche aus, mache meine 3 Stäbchen und gehe wieder in die erste freigelassene zurück. Aber hier auch Achtung, je nachdem, auf was für eine Seite ihr anfangt. Ne? Ob ihr jetzt auf der Seite anfangt, damit ihr die Pfeilrichtung nach vorne habt, oder wenn ihr so ausgekommen seid, dass ihr jetzt die Pfeilrichtung nach hinten habt, je nachdem, wie ihr halt anfangen wollt. Da müsst ihr dann halt schauen, da kann ich euch jetzt hier aus dem Stegreif nicht weiterhelfen. Also ihr häkelt dieses Muster jetzt einfach Reihe für Reihe gerade weiter, aber halt nur auf diese kleinere Maße, auf eure Hauptkörpermaße, in meinem Fall sind 60 cm, und dann halt entsprechend der Länge, die ihr haben möchtet. In meinem Fall hatte ich ja 40 cm aufgeschrieben. Also kommt jetzt hier nochmal eine kleine Fläche ran, 60 Breite, 40 Länge. Und das wäre dann schon Part 2. Komplett unspektakulär. Mitte ermitteln, indem man das Ganze zusammenklappt. Die Breite nach links und rechts dann markieren. Dann können wir auch den Marker aus der Mitte wieder rausnehmen. Und dann dieses Stück als Hauptkörper, so lang wie eure Jacke werden soll, herunterhäkeln. Ich mache also kurz einmal den Anfang noch mit euch. Ich habe hier also nun mein Kästchen, die Pfeilrichtung müsste nach dort. Das heißt, ich beginne eine Masche vorher, fädel mir hier meinen Faden neu ein, beginne mit 3 Steigeluftmaschen, lasse hier die erste Masche frei, das ist diese, wo ich mir den Marker hineingesetzt habe. Häkel meine 3 Stäbchen, mache meine 2 Umschläge und häkel das Doppelstäbchen.
damit ich auch hier somit dann den Pfeil in die richtige Richtung Dann geht das Muster weiter, wie wir es kennen, bis auf die andere Seite, bis zum Marker. Dann machen wir auch hier unsere 3 Stäbchen, unser Doppelstäbchen und beenden das Ganze hinter dem Marker mit einem Stäbchen in die letzte Masche. Und so werde ich jetzt Reihe für Reihe häkeln, bis ich auf eine Gesamtlänge von meinen 40 cm gekommen bin. Bis gleich. Zurück. Nach 32 Reihen ist der Hauptteil unten auch soweit fertig und ich habe meine 40 cm nach unten hin erreicht. Um zum dritten Part zu kommen, müssen wir jetzt erst einmal unsere Ärmel auch fertigstellen. Und das machen wir, indem wir auf die Außenseite schauen und die Ärmel umklappen. Denn wir haben ja die doppelte Höhe gehäkelt, damit wir am Ende das Ganze umklappen können. So. Und vernähen oder verhäkeln nun von außen bis zum Marker. Einmal beide Ärmel zu. Und wenn wir das haben, dann können wir uns Teil 3 widmen. Und wie ich meinen Ärmel vernähe, das zeige ich euch jetzt. Ich klappe also die Ärmel zu, mache die Außenseite auf die Außenseite, sodass ich quasi auf die Innenseite der Jacke schaue. Nehme mir den Faden, ca. 3-mal die Länge, die ich vernähen möchte. Nehme mir diesen doppelt, mache mir ein Knötchen unten am Ende hinein und beginne außen. Ziehe mir den Faden durch und dadurch, dass ich ein Knötchen habe, einmal unten durchs Knötchen und kann mir diesen dann so fixieren. Der Faden ist natürlich jetzt am Anfang ziemlich lang, aber das wird sich schnell ändern. So, und ich verwende hier wie immer den Kautstich. Dazu gehe ich ca. einen halben Zentimeter am hinteren Häkelstück zur Seite durch. Hier immer nur leicht anziehen, damit sich das Ganze nicht zu sehr zusammenzieht. Anfänger sollten sich den Faden dann überlegen und in Höhe des Fadens am vorderen Häkelstück ca. einen halben Zentimeter zur Seite einstechen. Faden wieder überlegen und am hinteren Häkelstück ca. einen halben Zentimeter eine Maschenbreite zur Seite hin einstechen. Und immer mal wieder so ein bisschen dran ziehen, damit sich das nicht zusammenkräuselt. Und wenn ihr euch daran so ein bisschen gewöhnt habt, braucht ihr den Faden eigentlich nicht mehr überlegen. Wichtig ist einfach nur immer zu wechseln, Vorder- und Rückteil, Vorder- und Rückteil. Jetzt bin ich hier am hinteren Häkelstück, das heißt, ich gehe jetzt wieder ans vordere Häkelstück und in Höhe des Fadens dann wieder hinteres Häkelstück. Also ihr müsst nicht überlegen, es dient nur der Orientierung, damit ihr nicht nachher löchrig vernäht habt. Und so vernähe ich jetzt den ganzen Ärmel. Immer mal wieder zuppeln, dass das nicht sich so zusammenzieht. Und das Ganze dann bis zum Marker. Das Einzige, worauf ihr hier achten solltet, ist, dass ihr immer die Grüppchen auch übereinander habt, dass ihr den Ärmel nicht verzieht, während ihr diesen zusammenfügt, damit ihr auch hier am Ende, wenn ihr beim Marker angekommen seid, hinten und vorne die gleiche Anzahl habt und nicht die Jacke am Ende schief ist. Denn ihr müsst ja 2 Ärmel vernähen und wenn ihr darauf nicht achtet, kann es sein, dass das Ganze schief wird. Ich werde nun beide Ärmel jetzt zumachen und dann kommen wir zu Part 3. Und am Ende, nachdem ihr den Ärmel dann soweit vernäht habt, schaue ich nochmal, dass die beiden Löcher auf gleicher Höhe sind. Steche einmal durch beide Maschen durch. Wickel danach den Faden zweimal um die Nadel, ziemlich weit unten. Ziehe diesen durch. Dadurch habt ihr dann auch so ein kleines Knötchen wie am Anfang, welches aber jetzt nicht als störend ist. Und danach vernähen wir einmal nur den Faden hin und her und dann wird sich da auch nichts mehr lösen.
So, somit ist der erste Ärmel schon mal fertig. Jetzt kommt noch der zweite und dann geht's weiter. Und so sieht das Ganze aus, nachdem wir Part 2 fertig haben. Als nächstes müssen wir von hier unten an einmal hochhäkeln um den Kragen herum und auf der anderen Seite wieder runter und das Ganze hin und her, bis wir die Jacke für uns persönlich als perfekt empfinden. Entweder schließen können, manche tragen sie ja auch gerne einfach nur offen. Und was als nächstes das Problem ist und wie ihr euch entscheidet, dazu kommen wir jetzt als nächstes. Nachdem die Ärmel soweit fertig sind, kommen wir jetzt zum äußeren Rand, zum Kragen und gleichzeitig auch zum vorderen Teil der Jacke. Das Problem jetzt hierbei ist, wir haben eine Musterung. Diese liegt immer komplett außen und wir haben eine flache Innenseite. Jetzt müsst ihr ab hier für euch überlegen, wie ihr den Rand gestalten wollt. Wenn ihr den Rand jetzt so häkelt, dass er immer außen ist und später den Kragen auch mal umklappen wollt, würde das Ganze dann so aussehen in etwa. Es sieht nicht schlecht aus. Die Frage ist nur, ob ihr es für euch schön findet. Ich persönlich finde, man kann es so lassen. Sieht gut aus. Aber ich finde es zu langweilig. Für diese geniale Musterung und für die Arbeit, die ich mir hier gemacht habe, sieht mir das dann einfach zu langweilig aus. Und deswegen werde ich nun Folgendes machen. Ich suche mir die Reihe aus, die ich am besten häkeln kann, die ich am liebsten gehäkelt habe. Entweder mit der Kette nach vorne oder mit der Kette nach hinten. In dem Fall ist es die Kette nach vorne. Die geht einfach leichter, da muss ich nicht immer ständig wenden. Und werde nun Reihe für Reihe immer nur die Kette nach vorne häkeln. So unterbreche ich zwar diese Zacken, habe aber diese Streifung trotzdem noch. Das Muster ist zwar da, aber wird halt anders gezeigt. Und natürlich werde ich euch dabei mitnehmen. Ich beginne, wie eben schon erwähnt, am unteren Teil der Jacke. Fädel meinen Faden ein und häkel die erste Luftmasche mit beiden Fäden gemeinsam ab und dann 2 zusätzliche Luftmaschen für ein Stäbchen. Jetzt sieht das Ganze so aus, dass wenn wir jetzt in jedes liegende Stäbchen eine Gruppe häkeln würden, das Ganze viel zu viel werden würde. Ich beginne damit 3 Stäbchen um das erste liegende Stäbchen zu häkeln. Und auch hier, wie vorhin schon gesagt, häkle ich jetzt nur noch das Reliefstäbchen, also die Verkreuzung nach vorne. Ich gehe dann zurück und häkle die Verkreuzung. Damit sich das Ganze jetzt schön verteilt und nicht zu viel wird, lasse ich jetzt ein liegendes Stäbchen aus und gehe in das nächste. Dort häkle ich meine 3 Stäbchen hinein, mache 2 Umschläge und nehme mir nun die Mittelnaht, also von liegendem Stäbchen zu liegendem Stäbchen, die Mittelnaht, steche dort in die Masche ein und häkel die Verkreuzung. Das nächste liegende Stäbchen wieder auslassen und in das danach 3 Stäbchen, 2 Umschläge, in die Mittelnaht zurück, in die Masche einstechen und die Verkreuzung häkeln. Und noch ein letztes Mal Umschlag, das nächste liegende Stäbchen auslassen und in das zweite einstechen, um das Stäbchen herum 3 Stäbchen häkeln, 2 Umschläge, in die Mittelnaht zurück einstechen und die Verkreuzung häkeln. Und so verteilt sich das schön gleichmäßig, wie ihr seht, hier steht nichts über. Und bei dieser Musterung bleibe ich jetzt. Wenn ich einmal rum bin und das Ganze wende zum Zurückhäkeln,
häkel ich auch dort die Stäbchen bzw. die Reliefstäbchen nach vorne, sodass ich eine Streifung produziere und nicht so wie hier dieses Zickzack. Ich behalte also das Muster dann bei, aber ich verändere es ein bisschen. Und so habe ich dann auch eine Innen- und eine Außenseite und kann später, wenn ich den Kragen umklappe, auch einen schönen Kragen präsentieren, der die Musterung auch wiedergibt. Und weiter geht's. Zurück, so sieht die erste Reihe aus, noch ganz unspektakulär. Und hier ist Folgendes passiert. Ich habe in jedem zweiten liegenden Stäbchen nun meine Grüppchen verteilt und kam aber so aus, dass ich ein liegendes Stäbchen am Ende freigelassen habe. Ich bin dann rüber und habe in den vorgegebenen Maschen den Musterverlauf weiter fortgeführt, bis auf die andere Seite. Und hier ist dann aber wichtig, dass wir auch hier das erste liegende Stäbchen, wenn wir rübergehen, von den vorgegebenen Maschen zu den liegenden Stäbchen auch freilassen. Und dann in der gleichen Reihenfolge runterhäkeln, damit wir logischerweise beide Seiten gleich haben. So geht es jetzt weiter, Reihe für Reihe. Ich werde jetzt nicht mehr das Zickzack einhalten, sondern werde, so wie ich jetzt gehäkelt habe, original auch die nächste Reihe häkeln. Und somit dieses Bändchen, also diese schräg liegende Reliefmasche, nenne ich sie jetzt mal, auf die andere Seite bringen. Und so habe ich dann quasi eine Innen- und Außenseite später. Aber das werdet ihr jetzt nach und nach sehen, denn ich nehme euch selbstverständlich weiter mit, während ich die Jacke auffülle. Zurück, so sieht unser Häkelcardigan, unsere 1, 2, 3 Jacke aus am Kragen. Ihr könnt diesen auch als Stehkragen tragen, das sieht auch super aus. Und dann gehen wir einmal zur Seite. Hier haben wir unser wunderschönes Zickzackmuster und als Übergang kommt dann dieses gestrichelte. Ja, da haben wir die Ketten dann quasi von oben nach unten liegen. Und das Gute ist dann halt, wenn wir den Kragen umgeklappt tragen wollen, so trage ich das halt auch immer gerne, vorne mit einer Schnalle geschlossen, haben wir das Muster von beiden Seiten. Ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen und ihr seid gut mitgekommen. Vergesst nicht, eure Bewertung dazulassen, wie immer ganz, ganz wichtig. Kanal abonnieren ist kostenlos, Glöckchen drücken und kein Video mehr verpassen. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachwerkeln. Lasst die Nadeln glühen und ich hoffe, wir hören uns zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.